Agent Francis York Morgan begrüßt Sie nach seinem knapp 15-stündigen Schlaf in seiner Hotelsuite. Da werden ein paar Augen verwundert nach oben gehen. Völlig zu Recht. Das Spiel wurde letztes Mal nicht gespeichert. Ich weiß nicht genau warum nicht. Beziehungsweise warum mein PC das nicht getan hat. Jedenfalls habe ich gerade nochmal neu ein paar Stündchen gefühlt gespielt und jetzt sind wir bei uns in der Hotelsuite, können also unseren Anzug wechseln gegen den Gestank. Wir sind ausgeruht und zwar in einem echten Hotelzimmer, in dem Hotelzimmer, was wir auch bezahlt bekommen vom FBI und nicht im Schuppen von irgendeinem Fremden, der uns am nächsten Morgen vielleicht mit der Mistgabel geweckt hätte. Das ist alles sehr gut. Während aber Francis York Morgan 15 Stunden geschlafen hat, habe ich diese Nacht 0 Stunden geschlafen. Das heißt, es wird eine richtig gute Aufnahme. Machen wir uns nichts vor. ist echt furchtbar. Wollen wir mal anfangen, oder? Mal gucken, ob wir wenigstens irgendwas geschafft kriegen. Vor allem, das war auch... Oh, war das eine furchtbare Anmoderation. Es wird kacke heute. Wollt ihr nicht lieber ausschalten? So, ich mache ja mal den Timer an. Das halte ich doch nicht länger durch als notwendig. Aber immerhin habe ich Ton. Und er ist sehr leise. Ich muss ihn lauter machen. So. Hier. Cover. Wir müssen nämlich unseren Anzug wechseln, wie ihr euch vielleicht erinnert. Hier seht ihr Anzug für Elite-Agenten. Das sind wir auf jeden Fall. Ideal für den Einsatz. Wir haben gerade in dem Anzug geschlafen. Das war vielleicht nicht so ideal. Und er sieht sehr schmutzig aus. Sehe ich nicht. Ich verlasse mich aber drauf. Wir ziehen das Arbeitstier-Ding an, weil der Kaminsrote, der sieht irgendwie ein bisschen, naja, Kaminsrot halt, ne? Ach, guck mal hier, so kann man auch Kleider reinigen. Hier, das machen wir jetzt direkt mal. Auswählen, reinigen. Ja, $10. Ich habe eben eine Angel gekauft, die hat einfach $160 gekostet und der Köder 119. 6 Würmer habe ich für 119 bekommen. Das war eine Frechheit. Aber wir ziehen jetzt mal das Arbeitstier an. Einfach, weil so fühle ich mich nämlich auch gerade. Dann sind mein Charakter und ich eine Identifikation weiter. Gut. Wo sind wir denn? Ach ja, genau. In unserer Hotelsuite. Was ich auch gemacht habe übrigens, das werdet ihr gleich sehen, wenn wir hier die Räumlichkeiten verlassen haben. Ich habe ganz viele Sammelkarten mal von der Map gekratzt. Das war auch ganz cool. Also ich liebe ja so Sammelsachen. Und ich habe festgestellt, es gibt Nebenaufträge. Da müssen wir in die Häuser der jeweiligen Leute, glaube ich, rein. Und können uns dort Nebenaufträge abholen. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Aber was soll's. Auf mich hört hier sowieso keiner. Wir müssten 13 Uhr haben. Also in-game. Ja, 13:26 Uhr. Perfekt. War da ein Hund? Nee, das habe ich mir wohl nur eingebildet. Schade. Nehmen wir doch einfach meinen Wagen. Heute ist mein Wagen nicht der SUV. Nie wieder der SUV. Der war ja so langsam. Ich habe mich gefühlt, als würde ich auf Cassiopeia fahren. So, natürlich erstmal hier strategisch wechseln. Und das ist tatsächlich der Wagen, mit dem ich auch hier hingefahren bin. Man erkennt es an den 88% Fahrzeugrestleben. Übrigens ist die 88 ein Zufall. Moment. So, jetzt wisst ihr, wie wenig mir diese Zahl bedeutet. Wie sehr ich sie verabscheue. Und 85%. Wir arbeiten dran. Und ich kann ein bisschen schlafen, während die beiden quatschen. Zach, we can take a rest if you're tired. Das war ein super Gespräch. Danke, Fred. Danke, York. Oh, fühle ich mich erfrischt. Top. Ja. Aber hilft ja alles nichts, ne? Man soll ja als guter Moderator, das bin ich ja nicht, deswegen beschwere ich mich auch die ganze Zeit. Aber als guter Moderator soll man ja eigentlich darüber hinwegtäuschen, wie es einem geht. Ups, Verzeihung. Ja, was hupen Sie denn da so? Sehen Sie nicht, dass ich von der Polizei bin? Soll ich mal auf Alkoholkontrolle testen? Raudis. So, rechts überholen. Innerorts und so. Und man sieht natürlich nicht, dass ich schon ganz viele Karten eingesammelt habe. Wie fahre ich denn jetzt am besten? Ich glaube, ich bin falsch. Egal. Ist mir gerade wirklich egal. Hauptsache, ich
fahre jetzt irgendwie ein bisschen durch die Gegend. Ich habe ein bisschen was Aufnahmematerial. Oh. Das hat interessanterweise nicht so viel Schaden gemacht, wie vorhin den Hügel, das Gras zu rammen. Aber das ist halt einfach Greenway, das ist halt auch ein botanisches Dorf, ne? Ist ja eine Kleinstadt. Und entsprechend ist die Natur da stark. Man kennt das Herkulesgras. Halbgott, nicht Halbgott, sondern Halbgras. So. Das Wort zum Botaniktreffen. Hier waren wir ja eigentlich schon mal. Was ist denn mit diesem Wagen los? Das ist ja nicht zu fassen. Der hat aber ein Tempo. Wahnsinn. Hier waren wir ja letztes Mal schon. Da haben wir ja eigentlich auch gespeichert. Da in der Nähe so und darunter irgendwo, kein Plan. Aber ist nichts draus geworden. Wir sind am Community Center. Jetzt müssen wir noch eine kleine Raucherpause machen und dann kann es abgehen. Was ich euch mal zeigen will, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Ich weiß gar nicht, was ich euch zeigen will. Ich will euch wahrscheinlich Folgendes zeigen. Hier die Sammelkarten. Da habe ich jetzt ein paar. Die werde ich am Ende des Projektes mal vorstellen. Jedenfalls nicht jetzt. Und last but not least können wir natürlich auch mal hier Karte. Ich habe auch mal ein Rennen gefahren übrigens, das war furchtbar ätzend. Hier sind halt noch viel mehr Sammelkarten. Werden wir auch alle uns irgendwann mal gönnen müssen. Hier die Rennen sind echt zum Kotzen. Wie zu erwarten war. Aber ich bin unbelehrbar. Und jetzt will ich nicht schon wieder ins Inventar gehen. Ich wollte aber noch irgendwas anderes Interessantes machen. Ah, vermutlich nicht. So. Zack, wir sind zu früh. Was machen wir denn jetzt? Ist auch abgeschlossen bis 3. Zach, Emily arranged for people to come between 1500 and 1700. We can't do anything here right now. Doch, können Let's wir. come back at the right time. Wir können rauchen. Du musst rauchen. So, machen wir jetzt auch. Inventory. Objekte. Dann haben wir doch mal hier eine Jute stark Zigarette. Heavy. Verwenden. Ja, Punkt 3, ne? Da müssen wir dann mal mit dem Rauchen aufhören. So. Perfekt. 5 nach 3. Rauchstation beendet. Ich muss bald etwas essen. Warum musst du denn schon wieder was essen? Das ist doch Blödsinn. Du bist doch... Okay, du bist nicht satt. Das kann man dir tatsächlich nicht erzählen. Was haben wir denn hier? Eine Tomate, die habe ich am Friedhof gefunden. Da war ein offenes Grab auf dem Friedhof. Sehr gruselig. Und hier haben wir Dose mit Eingemachtem. So, das reicht erstmal bis nächste Woche. Hier ist auch der Glockenturm. Weil ich wollte noch irgendwas... Ah, fuck, Alter. Nee, ich komm nicht drauf. Community Center, Mercury Theater. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. Clock tower is impressive too. Da holen wir unseren Regenponcho raus. Vom FBI, oder wie das heißt. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Ein roter Baum. All for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl, and to bring the one responsible to justice.
Eine Begeisterung sieht anders aus. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Bleiben Sie weg von gefährlichen Orten. Those of you with children, Das könnte gefährlich especially sein. of Anna's age, please, guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Okay, Auftritt, hochhackige Schuhe. Und hochnäsige Frau. Karen McLean, Barbesitzerin und Sängerin. Hallo. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Wer ist meine Schwester? Will ihr da ran? Der besorgte Blick. Ich kann ihn verstehen. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. Na gut, da hat er nicht Unrecht. Thomas, gib doch mal die Handynummer. Von dir natürlich. So, war's das? Nee, er kommt nochmal zu uns. Interessant. Ihn finde ich ja sowieso sehr, sehr spannend. Mr. Stewart, glaube ich, ne? Ja. Aber wie hieß er nochmal der Affe daneben? Also der ist ja nicht wirklich ein Affe, aber er behandelt ihn so. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. Das hat sich aber doch auf Englisch jetzt nicht gereimt, oder? When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Dead on threat. So says Mr. Stewart. Wahrscheinlich hätte er das gar nicht gesagt. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. Wahrscheinlich ist es einfach nur so ein Typ, der sich an den dran gehängt, schiebt den immer von A nach B und erzählt irgendwas. Das wäre doch mal ein Berufsfeld. Das würde ich machen. Das könnte ich. Thomas wirkt nervös, strahlt dabei eine innere Stärke aus. Er ist ernst und ein hervorragender Koch. Aber ob ihn das zu einem guten Hilfs-Sheriff macht, bleibt fraglich. Fragen wir ihn. Thomas, willst du quatschen? Agent York, your words really made me think about Anna's death again. Tut mir leid. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Jo. Yes, please. This is vital for our investigation. Okay. If it's gonna help you any. Ich bin gespannt. Was ist es wohl? Well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Gott. Tell you anything?
It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Ich behalte meinen Verdacht mal für mich. Also, dass es auf George anspielt, das vermuten wir, schätze ich mal alle. Aber was das genau für Thomas bedeutet, das werde ich nicht mit euch teilen, was ich denke. Nicht die Spur eines Lächelns. Es gibt keinen Grund, uns auf George zu konzentrieren. Ich rede trotzdem mit ihm, weil ich es kann. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Ich will auch so einen Hut. Das erste Merch, was ich, wenn ich mal Merch verkaufen sollte, nein, werde ich nicht, aber dann würde ich mir einen Hut machen lassen. Quite a performance. Mysterious and very Da würde dann poetic. So Says Mr. Stewart draufstehen. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan, the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be. Informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Das geht alles echt in eine Richtung. Also. Naja, wir werden es am Ende wissen, ob meine Vermutungen stimmen. Aber, ne, also. Jedes Mal, in irgendwie jeder Situation, wirkt George sehr ungeschickt. Der etwas androgyn wirkende Thomas hat ein Love G, was auch George bedeuten könnte, auf seinem Rücken tätowiert. Mr. Stewart spricht die Warnung aus, dass wir auf die kleinen Hinweise achten sollen, dass George mal wieder sich für den Fall unhilfreich verhält. Ich weiß es nicht. Aber wir haben seinen Rücken gesehen. Eigentlich kann er es nicht sein. Naja, Emily. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Okay, das ist eine Ansage, Emily. Damit kann ich arbeiten. Hier scheint sich... Können wir mit denen reden? Hat nichts mit dem Fall zu tun. Ach, guck mal an. Das sind ja Zwillinge. Hier, vorne oder hinten rechts. Aber die haben wohl Streit, die beiden. Das tut mir leid. Vielleicht ist das ein Privatfall. Als nächstes dürfen wir in dieser Angelegenheit ermitteln. Da hinten ist noch... die sind Drillinge, da hinten ist noch einer von denen. Ich kann's ja nicht fassen. Drillinge. Wahnsinn. Und das in Greenvale. Die Stadt hat einiges zu bieten. Wir haben noch da drüben stand ganz oft hier Suspect, ne, ihr wisst Bescheid. Gibt es hier noch irgendetwas Wichtiges zu entdecken? Das werde ich jetzt mal als erstes tun, bevor ich... Die Tür ist nicht verschlossen. Ich denke mal, die wird uns wieder zurückführen
Ja, genau, hier kommen wir ja gerade her. Carol McLean. Okay, reden wir doch mal mit Carol. Jetzt, wo wir schon mal hier auf dem Weg sind. Da ist sie ja. Aber erstmal starke Zigaretten mitnehmen. Dann können wir Carol direkt mal eine anbieten. Das wäre eigentlich wirklich gar nicht so doof. Weil offenbar ist sie ja sowieso am Rauchen. Mhm. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest. A goddess. Ja, okay. Kann ich verstehen, die Reaktion. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn ein attraktiver Mann wie Francis York Morgan in meiner Gegenwart eine meiner ehemaligen Angestellten als Waldfee bezeichnet. Und sie viel hübscher findet als mich. Aber für Eifersucht ist hier kein Platz, denn wir sind eisenharte Ermittler. Und Alter, finde wir haben ganz schön viel zu tun. Wer bist du denn? Ein Suspekt. Hi. Good evening, Agent. Brian, der Schlaflose, der Friedhofswächter. Aha! Junge, mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. Brian, the gravekeeper. Brian. Mr. Brian. I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her? Anna. Her smile. So warm. Anna. Blonde hair. So bright. Interessant. There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Ja, ich war schon da. Wie gesagt, da ist ein offenes Grab. Da wäre ich doch mal sehr interessant, was Brian, der Friedhofswächter, dazu zu sagen hat. Mein Freund. Ein Q. Ob der aus James Bond I'm kommt? FBI Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring the FBI here? Quint Dunn, Angestellter der Darts-Bar. Deswegen das Q. I have an interest in murder cases Deswegen involving bin ich young beim women. FBI. Well, you know, man, this might just be another case to you. But it means the death of a friend to me. And I want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself. Du bist nicht Batman. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. I'm sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Okay? Super. Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. Ob er das mitgekriegt hat? Nein.
Ach komm, nicht noch so. Wer ist das denn hier? Das erinnert mich ein bisschen an den Vorgänger von Indiana Jones, der ihn da am Anfang von Teil 3 feierlich den Hut aufsetzt. Aber ich glaube, das ist er nicht. Das ist der Chef der Darts Bar. You're York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the Darts Bar, Swery 65. Swery, merken. Richard Dunn, Besitzer der Darts Bar. Swery, googeln. How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. Murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? I've known her since she was a child. She was the same age as my son. Yeah, she always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Ah, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now, trying to make peace with it all. You seem to know a lot. How long have you been in love with her? Hey, don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Collecting gossip won't help with the matter at hand. Er hat den Hemdkragen für meinen Geschmack etwas weit aufgeknöpft. Aber für die Ladies ist das bestimmt angenehm. So, wir haben hier noch Asha, wir haben Fiona, wir haben einen Suspekt. Will ich mit den beiden auch nochmal herkommen? Ich glaube, wir überziehen ein bisschen, Agent York, wenn ich das ja alles noch schaffe. Of course, plenty. Tell me, Usha, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was her sole reason for living after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Hallo, FBI. Warum sind Sie denn hier? Ihre Tochter ist doch tot, oder? Deswegen gewinne ich nie den Ihre Tochter ist doch tot auf nette Weise erfragen Preis. Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Ich hab seinen Good to see you here. Mantelstück. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo, but I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day. But I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that. You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. You must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Ja, es ist sehr interessant, da mal so ein bisschen die Hintergründe zu erfahren. Warum ist er so reich geworden warum ist er so viel im Autopsieraum, verkauft er Leichenteile? Ich schätze mal, das kann man da sogar alles rausfinden, theoretisch gesehen. Das sind so diese Nebenmissionen. Aber wer weiß, das werden wir irgendwann anders mal feststellen. Da sind noch, 3 Stück. Erstmal hier eher. The General würde ich jetzt mal spontan schätzen. So you're the FBI agent, are you? The General, ich wusste es. Besitzer des Schrottplatzes. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm the General. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Wahrscheinlich kein echter Soldier, General. this is my hometown.
After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. He literally exudes raw power, Zach. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. Calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? Danke. Vollkommen richtig. Das Abzeichen hier, weiß gar nicht, ob das fürs Sergeant steht, aber auf jeden Fall hat er ja oben nicht den Stern an der Krampe. Und abgesehen davon war das auch nur aufgenäht. Ich glaube, das wäre auch wenn eine Auszeichnung, die er vermutlich gar nicht rechtmäßig erworben hat. Das Schwein. Hier ist ein Kasten. 1 Suspekt, 2 Suspekt, 3 Suspekt, 4 und 5 Alter. Hier nochmal Polly und 6 Suspekt. Und Jim und Suspekt und so. Knappikowski, junge Dame. Okay. Hier ist auch ein Telefon, dann machen wir vielleicht echt den Rest in der nächsten Woche. Aber die eine von den Leuten machen wir noch. Und zwar machen wir ihn hier, der hier so letztlich an der Wand lehnt. Und wir machen noch Polly. Die wir auch nochmal sprechen. Hat mir immerhin heute $200 für Angel und Köder abgeknüpft. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Wer ist denn der schicke Kerl? Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. People around here call me the gunsmith. Wesley, der Waffenschmied, Besitzer des Waffengeschäfts. Was there something you want to ask me? Wer nickt? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Okay. Hier ist alles, was ich habe. Eine Maschinenpistole, einmal Automatikkugeln, 2 Leuchtsignale und ein Lutscher. Ich habe vorhin nämlich auch viel aus dem Kasten rausgenommen. Ich könnte was kaufen, da gucke ich mal rein. Ach so. Nee, aber das ist... Boah, 2000. Aber ich habe ja schon eine. Oder? You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Eine Today, a Maschinenpistole. customer paid me to go to Seattle for some help. I just got back. I see. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. Klar. Warum auch schlafen? Polly und dann Aufnahmeende. Deal? Deal. Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested, but I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. Oh Gott. There was one in particular, but Das war I klar. can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? Oh, Schillers Räuber. No, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh,
I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. Oh. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Zach, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zach. Amazing. Amazing. Wow. Das war ja ein gebührender Abschluss für diese Folge. Wir speichern hier mal an diesem Telefon. Ja, hallo, Vermittlung. Ja, ich würde gerne was anderes machen. Super. Wir gucken mir ins Gesicht und dann blenden wir zurück auf mich. Hallo. Ja, das war der Dämmerung, sag ich schon wieder. Auf der Spur. Oh, fuck, ich stoße die ganze Zeit gegen irgendwas gegen. Und schon wieder. Ich wackel so lange an dem Tisch, bis die Kamera umfällt. Und dann ist es vorbei. Und jetzt ist es auch vorbei. Ich bin müde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Stimmt das? Stimmt, bei Auf der Spur. Und ich schlafe was. Tschüss.